Hi und herzlich willkommen in dem Video. Kennt ihr das, wenn YouTuber sagen, hey Leute, ich werde voll oft gefragt, wie lautet denn der Promocode für diese coolen Oldschool T-Shirts oder für diese absolut kniftigen Oldschool Hoodies? Und er lautet natürlich OSBike15 für 15% Rabatt auf alles bei Oldschool. Ja, aber jetzt mal im Ernst, was ich wirklich häufig gefragt werde ist, warum klingt die Tono, wie sie klingt? Was habe ich mit dem Auspuff angestellt und was ist der Trick mit der Auspuffklappe? Kurz vorab noch ein Disclaimer. Das, was ich gleich zeige, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig legal ist. Ich bin weder Anwalt noch Richter, noch arbeite ich beim TÜV. Es ist lediglich eine technische Feststellung, was man tun kann. So, wenn ihr also eine Auspuffklappe habt, ist sie in der Regel angesteuert von einem Servomotor, von einem elektrischen Motor und in der Regel funktioniert es über eine Klappe natürlich und die wird über ein Seilzugsystem mit so einer Schnecke angesteuert. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie ihr euch der Klappe entledigen könnt. Zum einen, ihr hängt die Klappe halt einfach aus, was irgendwie, glaube ich, nicht funktioniert und ihr bekommt eine Fehlermeldung. Nummer zwei, ihr benutzt einen Servoklappeneliminator. Auch das hat bei mir nicht gut funktioniert. Der ist nach kurzer Zeit abgeraucht, war der von Heeltech. Oder Nummer drei, eben der Trick mit der Klappe. Und was das genau ist, müssen wir uns einmal am Bike gleich anschauen. Die Klappe wird über diese Schnecke gesteuert. Ja? Der Motor zieht an einem Seil oder lässt das Seil wieder locker. Und was wir jetzt einfach machen, wenn man da mal hinten reinguckt, dann sieht man, die Klappe ist nicht ganz geschlossen, obwohl der Motor aus ist, kein Strom auf dem Motor ist und der quasi locker lässt. Aber warum schließt sie nicht mehr ganz? Na, ganz einfach, weil der obere Zug vorgespannt ist. Und zwar so stark vorgespannt, dass quasi einfach der Weg fehlt, um die Klappe wieder komplett zuzuziehen für den Servomotor. Mit der logischen Konsequenz, wenn nicht genug Seil ist, um die zuzuziehen, dann geht die nicht zu. Das geht sogar meines Erachtens nach nicht mal stark auf den Servomotor oder so. Es geht allerdings auf die Auspuffzüge. Die Auspuffzüge bei der Tuono halten so 30.000 Kilometer rum. Wenn man die so richtig hart vorspannt, dann vielleicht eher so 20, Kostenpunkt glaube ich so 60 bis 80 Euro ungefähr. Das sollte man halt tauschen, bevor sie reißen. Im Service kann man selber machen, ist kein Hexenwerk, ist halt ein elendiges Gefummel, aber ist zumindest nicht teuer. Vorteil der Methode ist, also ich weiß nicht genau, wie es rechtlich ist, wie gesagt, ich glaube, ihr dürft nichts am Auspuff verändern, was das Emissionsverhalten verschlechtert. Emissionsverhalten ist eben Geräusch und Abgase. Abgase habt ihr im TÜV-Video gesehen, haben sich nicht verschlechtert. Emissionsverhalten, das verschlechtert sich natürlich, aber ihr seid noch in der Toleranz. 96 dB dürft ihr haben und das war ja auch in diesem Polizeivideo. 101 dB habe ich gehabt, 5 dB Toleranz, das passt eigentlich soweit. Genau, von dem her, ich würde es als Grauzone betiteln, ehrlich gesagt. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, ob man es halt darf oder nicht. Vorteil ist, ihr habt kein Teil verbaut, was keine ABE hat, wie es beim Heeltech-Eliminator wäre. Plus, ihr könntet es vor Ort wieder zurückstellen, ja, in die Ausgangssituation. Plus, ihr könnt es theoretisch in 1 dB Schritten einstellen. Also es klappt nicht immer ganz. Plus, wenn man länger auf der Autobahn war, verstellt sich es ein bisschen. Aber man kann es so ziemlich genau einstellen. Und im Vergleich zum Rausprogrammieren, wo ihr Steuergerät ausbauen und einschicken müsst, was definitiv auch illegal ist, wo ich auch nicht weiß, ob man es herausfindet, und im Eliminator seid ihr da noch irgendwie in einem Graubereich. Das vorlesen? Okay. Natürlich möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass man an die Gesellschaft denken sollte. Und ob es wirklich notwendig ist, ein so lautes Motorrad zu fahren. Ich würde das niemals absichtlich so einstellen und wenn nur auf der Rennstrecke, um den V4-Motor zu schonen. Bitte denkt an eure Umwelt. Wie genau es rechtlich ist, weiß ich nicht. Viel Spaß beim Probieren, falls ihr das vorhabt. Vielen Dank fürs Schauen und ansonsten bis zum nächsten Video. To watch your blue eyes fade to gray.